Einen wunderschönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, und aufgrund der enormen Nachfrage von euch gibt es heute den Prototyp-Server-Guide, in dem ich so Fragen kläre wie, warum soll ich denn überhaupt auf einen Prototyp-Server? Oder wo kann man sich denn runterladen? Wie funktioniert das dann in-game? Und wann ist er offen? Solche Fragen werde ich jetzt gleich klären. Und wie gesagt, ich habe mir da eine kleine Strukturierung gemacht. Und wir werden anfangen mit wir werden generell 4 Ws behandeln. Erstmal, wieso sollte ich denn überhaupt auf dem Server spielen? Dann, wo kann ich den ganzen Quatsch runterladen? Wann kann ich den ganzen Prototyp-Server überhaupt spielen? Wann ist der offen? Und wie funktioniert das dann in-game? Was ist besonders am Prototyp-Server und was kann ich da entsprechend tun? Dann kommen wir auch direkt zum ersten Punkt, und zwar, wieso sollte ich auf dem Prototyp-Server spielen? Was bringt mir das Ganze? Was habe ich davon? Und ja, das lässt sich eigentlich relativ schnell zusammenfassen, denn der Prototyp-Server bietet im Prinzip das ganze Spiel in Hülle und Fülle an. Und alle Sachen, die man im Hauptspiel, im eigentlichen Spiel machen kann, freischalten und erspielen kann, die gibt es auch auf dem Prototyp-Server, nur mit dem großen Unterschied, dass man sich auf dem Prototyp-Server, bevor man sich etwas kauft, schon mal Gedanken machen kann, eben auf dem Prototyp-Server, ob es denn überhaupt die Waffe oder die Modifikation ist, die man sich erhofft hat. Das bedeutet, man kann entweder seine Waffen schon mal vorab testen, neue Flugzeuge, Fahrzeuge oder generell Waffen vorher testen, bevor man sie kauft. Oder man nutzt das Ganze so, wofür es eigentlich auch gedacht ist, und guckt, bevor ein Update rauskommt, weil da komme ich ja nachher nochmal zu. Oft sind die Server halt eben gerade vor Updates draußen. Guckt man eben, was ist denn eigentlich jetzt mit dem neuen Update dann dazu kommend? Was wird mich da erwarten? Und worauf werde ich mich zuerst stürzen, wenn das Update rauskommt? Und diesbezüglich kann man natürlich auch noch eine Kleinigkeit nachmachen oder nachgucken. Nämlich, man könnte theoretisch, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie einen Level frei kaufen möchte, bis zu, sagen wir mal, man ist bei Level 10 von einem gewissen Ribbon und möchte dann auf Level 12, dann kann man auf dem Prototyp-Server schon mal alle Level von Level 10 bis Level 12 freikaufen und sich schon mal einen Plan machen, wie viel kostet denn Level 10, wie viel kostet dann Level 11 und wie viel kostet dann Level 12, was muss ich dann parat halten, um alles freizukaufen. Wenn ihr euch dann dafür entscheidet und auf dem Prototyp-Server spielen wollt, dann ergibt sich folglich direkt die nächste Frage. Und zwar, wo kann ich den Client runterladen, wie funktioniert das Ganze und diesbezüglich auch, wie installiere ich das Ganze? Und dazu guckt ihr am besten mal in die Videobeschreibung oder ihr geht alternativ auf den Link prototyp.hng, also heroesandgenerals.com, und dann landet ihr auf dieser Seite, erstmal relativ schlicht gehalten, wo eine Standalone-Client-Version von dem Prototyp-Server zum Download angeboten wird. Da klickt ihr auf die Schaltfläche hier und dann startet ein Download unten bei euch im Fenster. Der sollte relativ fix gehen, dann wird eine Exe-Datei runtergeladen, die ihr entweder bei euch im Browser im Download-Ordner findet oder alternativ in eurem Download-Ordner auf eurem Computer. Wenn ihr die Datei gefunden habt, dann doppelklickt ihr diese und folgt den Installationsschritten bis zum Ende. Bitte beachtet, dass während der Installation Dateipakete in Höhe von 1,4 GB runtergeladen werden, die wichtig sind, damit das ganze Spiel dann nachher funktioniert. Also solltet ihr in dem Moment eine freie Internetleitung zur Verfügung haben. Und sofern ihr alles richtig gemacht habt, sollte am Ende der Installation auf eurem Desktop eine Heroes and Generals Prototyp-Verknüpfung erscheinen, die euch dann ermöglicht, den Prototyp-Server zu starten. Dort loggt ihr euch dann einfach ganz klassisch mit eurem Heroes and Generals Account ein, den ihr auch schon für das Hauptspiel habt, und könnt ohne Probleme uneingeschränkt auf dem Prototyp-Server spielen. Nachdem die Installation jetzt hoffentlich bei jedem erfolgreich geklappt hat, stellt sich am Ende natürlich noch die wichtige Frage, wann kann ich denn eigentlich auf dem Prototyp-Server spielen? Denn die Server sind nicht 24/7 offen, sondern schließen ab und an wieder und sind nur zu gewissen Zeiten erreichbar.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie weiß ich denn überhaupt, wann die Server offen sind? Naja, und das lässt sich relativ leicht herausfinden, indem man einfach, Link ist in der Beschreibung, auf die Heroes and Generals Webseite geht und da unter den Reiter News klickt. Und dann wird man relativ schnell, wenn der Server offen ist, irgendwo eine Meldung finden, in der das dann entsprechend angekündigt wird. Und in dem Falle sieht man das hier auf der rechten Seite. Das war schon etwas älter. Dennoch ist eine Meldung auf der Startseite, worauf man klicken kann. Und dann stehen dann alle weiteren Informationen, seit wann, oft steht dann auch bis wann und was man dann noch beachten muss und was man vielleicht sich angucken sollte. Gut, da wir jetzt die Fragen wieso, wo und wann hinter uns gelassen haben, können wir uns der letzten Frage widmen, und zwar, wie funktioniert das denn dann in-game und wie verhalte ich mich und so weiter und so fort. Und ja, im Prinzip lässt sich das relativ schnell zusammenfassen. Das Ganze funktioniert genauso wie auf den öffentlichen Servern. Das bedeutet, alles, was ihr da kennt, was ihr da spielen könnt, das könnt ihr im Prinzip auch hier spielen und genauso modifizieren und so weiter. Aber dann wäre es ja nicht der Prototyp-Server, denn es gibt nämlich noch 2 Knackpunkte, die den Prototyp-Server von den öffentlichen unterscheiden, was auch gewissermaßen Sinn macht. Denn auf dem Prototyp-Server werdet ihr zum einen immer unterschiedliche Versionen finden. Das bedeutet, die Versionen werden immer fortschrittlicher sein als die der öffentlichen Server. Das kann entsprechend bedeuten, dass ihr ein neues HUD habt, dass ihr neue Waffen habt oder halt auch neue Fahrzeuge habt, neue Modifikationen oder vielleicht sogar auch irgendwann mal eine neue Fraktion. Und zum anderen, das ist nämlich der zweite Punkt, habt ihr hier auf dem Prototyp-Server einen ganz gravierenden Punkt im Vergleich oder einen ganz gravierenden Unterschied im Vergleich zu den öffentlichen Servern. Denn hier werdet ihr unten quasi unendlich Credits, Kriegsmittel und Gold zur Verfügung haben, die sich bei jedem, und das ist wichtig, Neustart vom Spiel erneuern. Das bedeutet, ihr gebt jetzt 5 Millionen Credits aus und obendrauf nochmal 2000 Gold und werdet dann beim nächsten Login hier auf dem Prototyp-Server wieder genau die gleiche Menge vorfinden, bevor ihr das gekauft habt. Also bedeutet auch wieder die 999 Millionen. Demnach könnt ihr quasi unendlich ausgeben. Ihr könnt euch alle möglichen Soldatenkategorien kaufen, die ihr haben wollt. Ihr könnt eure Waffen frei kaufen, ihr braucht nichts leveln. Ihr könnt alles entsprechend so herrichten, wie ihr es haben wollt. Und, vergesst es nicht natürlich, ihr dürft auch die neuen Waffen ausprobieren. Und ja, im Prinzip war es das auch schon, aber es gibt da noch eine Kleinigkeit, die ich euch sehr ans Herz legen möchte, die die meisten wahrscheinlich sonst übersehen hätten oder wahrscheinlich auch sonst übersehen. Denn es gibt natürlich auch auf dem Prototyp-Server wie auf den öffentlichen Servern eine Premium-Mitgliedschaft, und zwar die Veteranen-Membership, die sich bekanntlich ja durch Credits und Gold kaufen lässt. Und das ist halt auch eben hier der Fall. Naja, und wenn ihr gewisse Vorteile hier im Spiel nutzen wollt, dann gönnt euch ruhig die Veteranen-Membership, denn die gibt standardmäßig eben nicht. Das bedeutet, ihr kauft die euch einfach mit dem Gold oder mit den Credits und habt die dann entsprechend vorrätig. Und das ist eigentlich nicht relevant für die Credits, es ist auch nicht relevant für die IP. Viel wichtiger ist an der Stelle der zweite Ausrüstungsplatz, mit dem ihr eure Infanteristen und Piloten ausrüsten könnt. Denn ihr könnt natürlich auch entsprechend eure Ribbons freikaufen und die dann besetzen. Gut, ich hoffe jetzt zum Schluss, dass es bei allen geklappt hat, dass jeder den Prototyp-Server installiert bekommen hat und auch verstanden hat, wie er sich denn auf dem Server verhält, beziehungsweise auch wann er denn überhaupt auf diesem spielen kann. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn irgendwas ist, schreibt es in die Kommentare. Und ja, ansonsten bis zur nächsten Folge, bis zu einem nächsten Video. Macht's gut und tschüss.